that's good je hier te zijn. Als ik, als de mijn vriend hier reden, ik dacht goed aan wat ik wil reden, niet als ik ja zeg. Dat kap dat redvoets, en ik dacht zo, wat wil ik van reden? En verschillende ideeën kwamen naar mij. En die waren alle fijne ideeën, maar I don't know, ik voel me zo dat wir nog niet dort. En Gott hat mich in Wort gegeven. En ik dacht zo, oh ja, dort wil ik unbedingt nog zijn. Maar wat wil ik van reden? Of wat wil mijn thema zijn? En dort kwam immer wat trainen. En ik dacht zo, ja, dort wil ik unbedingt zijn. Maar wat zal mijn thema zijn? En op einmal dan dacht ik me dat op. Dort van wat ik zal reden. So, en dort wie dit, keep your eyes on Jesus. So hold die ogen op Jezus. En voorts vallen mir ein paar Geschichten bei, als Gott mir diesen Wort hat gegeben. Und mit den Geschichten will ich dann von der Anfang. Und die erste kann wir fangen in 4. Mose, Kapitel 13, Vers 25 anfangen. Und dann bei den 14. Kapitel, bei den 9. Vers. So, du will ich von dir anfangen. En dit is de geschichte van de 12 mannen, wat wir in Israel, in Kanaan neergeschickt worden, om dat land ungesiegen, en als dat een goed land weer niet. En zo, Moses had deze mannen uitgeschickt in dat land nemen, die zullen ungesiegen, als dat land een fijne land weer, als die mensen daarben stark werden, als dat een stark gebied stort weer niet, al zo'n dingen zullen die zijn. En zo die gingen in dat land nemen, en ja, dat werd een zeer fijn land, die werd fijn vrucht, die werd maar reich een pummel wien drijven, wat zo groot werd, dat braucht 2 maanden om dat te draaien. So dan stel je mal voor, wat van een land dat werd. En zo, dat is waar we willen aanvangen. Nu kwamen ze 3 en die zijn de mensen, wat die hadden gevangen. En ik wil in Engels lezen. Ik kan gleich wirklich in Deutsch lesen. So, ich will in Englisch lesen, aber die Versen werden durchhängen sein, so ich kann mitlesen in der Bibel, was immer ihr will. Und dann will ich das bloß ein klein bisschen Leute in Deutsch eben sagen. So, das sagt hier, after exploring the land for 40 days, the men returned to Moses, Aaron, and the whole community of Israel at Kadesh in the wilderness of Paran. They reported to the whole community what they had seen and showed them the fruit that they had taken from the land. This was their report to Moses. We entered the land you sent us to explore, and it is indeed a bountiful country, a land flowing with milk and honey. Here is the kind of fruit it produces, but the people living there are powerful, and their towns are large and fortified. We even saw giants there, the descendants of Anak. The Amalekites live in the Negev, and the Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country. The Canaanites live along the coast of the Mediterranean Sea and along the Jordan Valley. But Caleb tried to quiet the people as they stood before Moses. Let's go at once to take the land, he said. We can certainly conquer it. But the other men who had explored the land with him disagreed. We can't go up against them. They are stronger than we are. So they spread this bad report about the land among the Israelites. The land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. All the people we saw were huge. We even saw giants there, the descendants of Anak. Next to them, we felt like grasshoppers, and that's what they thought too. Then the whole community began weeping aloud, and they cried all night. Their voices rose in a great chorus of protest against Moses and Aaron. If only we had died in Egypt, or even here in the wilderness, they complained. Why is the Lord taking us to this country only to have us die in battle?
Our wives and our little ones will be carried off as plunder. Wouldn't it be better for us to return to Egypt?" Then they plotted among themselves, "Let's choose a new leader and go back to Egypt." Then Moses and Aaron fell face down on the ground before the whole community of Israel. Two of the men who had explored the land, Joshua, son of Nun, and Caleb, son of Jephunneh, tore their clothing. They said to all the people of Israel, "The land we traveled through and explored is a wonderful land. If the Lord is pleased with us, he will bring us safely into that land and give it to us. It is a rich land flowing with milk and honey. Do not rebel against the Lord, and don't be afraid of the people of the land. They are only helpless prey to us. They have no protection, but the Lord is with us. Don't be afraid of them." So hier sagt het zo, dat die mannen die kwamen terug, en die zeiden voets dat ja, dat we een zo fijn het land, de kijk maar naar de vrucht wat we doen hadden gevangen, niet? Dat we een zo fijn het land, we een dal boom, we een dal vrucht, aber die Menschen dort, die sind stark, und dort die Staaten dort, die sind so ein starkes Gebiet. Und Caleb, ein von den Männern, der sagt, Futs, schwind gut, let's go. Weil wir diesen Land annehmen. Nee, Gott ist mit uns. Aber all die Männer, die stimmen nicht mit Caleb mit, die anderen 10. Die sagen, nee. Die Menschen dort, die sind so groß, die sind Riesen dort, die sind so ein starkes Gebiet, die sind viel stärker als uns, wir kennen das nicht. Und das sagt, die Menschen, die Israeliten, die deuten die ganze Nacht Eva rohren. So viel Angst wird in Enten gekommen, als die Riesen haben gesehen. Und so die ganze Israeliten-Volk, die haben diese 10 Männer geglaubt. Die haben Erde wieder geglaubt. Und dort hat Enten Gott in Angst hineingebracht. Und das sagt Caleb und Joshua, die proben weiter und Mut zu geben, ne, weil wir schwind gut. Gott ist mit uns. Die können nicht stellen gegen uns Gott, weil wir nie das Land annehmen. Das ist ein so ein feines Land, das weil wir uns nicht luten durchgehen. Aber dort wird auch zu Lut. Alles, was die können sein, werden die Riesen, was du bist in der Stadt wird. Die zweite Geschichte, oh no, ich sehe hier noch nicht durch. Bloß Caleb und Joshua, die wird positiv werden und wird ihre Jungen auf Gott halten, die können Luther in dort Land ankommen. Die anderen, die haben alle in der Wüste werden die gestorben. Die können nicht in dort Land ankommen, bloß ihre Kinder können. So, diese wird auf Gott ihre Jungen haben. Luther können die in dort Land ankommen. Und die müssen danach die Menschen gegen die kämpfen, aber die haben gewonnen und die werden in das Land angekommen. Und das sagt, dass die werden stärker dann, als die nie werden. So 40 Jahre Luther werden die noch stärker geworden als nie. Die zweite Geschichte, die ich will lesen, ist in 1. Samuel, Kapitel 17. Und diese Geschichte, glaube ich, kann ich alle. Das ist die Geschichte von David. So, Goliath wird 40 Jahre gekommen und er hat gegen die Israeliten geredet. Und nie wird David bei den Camp gekommen und nie kämpft Goliath weiter. Und David hat gehört, was er gesagt hat. Und so du werden wir anfangen, 1. Samuel 17, Vers 24. As soon as the Israelite army saw him, they began to run away in fright. "Have you seen the giant?" the men asked. "He comes out each day to defy Israel. The king has offered a huge reward to anyone who kills him. He will give that man one of his daughters for a wife, and the man's entire family will be exempted from paying taxes." David asked the soldiers standing nearby, "What will a man get for killing this Philistine?"
and ending his defiance. Oh, what will a man get for killing this Philistine and ending his defiance of Israel? Who is this pagan Philistine anyway, that he is allowed to defy the armies of the living God? And these men gave David the same reply. They said, yes, that is the reward for killing him. But when David's oldest brother, Eliab, heard David talking to the men, he was angry. What are you doing around here anyway? He demanded. What about those few sheep you're supposed to be taking care of? I know your pride and deceit. You just want to see the battle. What have I done now? David replied. I was only asking a question. He walked over to some others and asked them the same thing, and received the same answer. Then David's question was reported to King Saul, and the king sent for him. Don't worry about this Philistine, David told Saul. I'll go fight him. Don't be ridiculous, Saul replied. There's no way you can fight this Philistine and possibly win. You're only a boy, and he's been a man of war since his youth. But David persisted. I've been taking care of my father's sheep and goats, he said. When a lion or bear comes to steal a lamb from the flock, I go after it with a club and rescue the lamb from its mouth. If the animal turns on me, I catch it by the jaw and club it to death. I have done this to both lions and bears, and I'll do it to this pagan Philistine too, for he has defied the armies of the living God. The Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this Philistine. Saul finally consented. All right, go ahead, he said, and may the Lord be with you. Så du vil like op her, dat sagt David had diesen Goliath gehiert, han had gehiert, hvad det gesagt had. And the Schwinn aus der Israeliten am gesagt had, de rannen fort in Angst. En de zijn, wanneer zich zelfs, hast die al den Ries gezien? Hij komt jede dag zum jeng aantreden, hij dat immer slachtet jeng aantreden, jede dag. En Saul have een reward gegeven te de mens wat am wat doodmjang. En hij wordt zijn dochter geven te am, als een vrij. En hij en zijn ganze familie worden niet meer gebruiken taxes toe. En zo, dit is interessant, dit nächste part. Mij speelt zich dat zo, als ik dit lees, dat David had het vielleicht genomen, wat hij gezegd had, aber hij vroeg, wat they krijgen? Hij werd een beetje geïnteresseerd in de reward. En ik geloof niet dat hij het niet gehoord had, ik geloof hij werd bloß, wat they krijgen? En dan zegt hij, wer ist diesen Philistine anyway, dat hij kan jeng de armoen van God reden, dat hij kan jeng ons reden. En deze man is David de zelfde antwoord. Ja, die wordt zijn ene dochter krijgen aus dem Frieden, de koning zijn dochter, en die wordt niet maar brückentags tun. En dat zegt David vroeg nach, waar? Så ik weet niet of je du interessiert voor wegen dit mal, wat ik niet had het gehoord. So hij vroeg waar en hij kreeg dit zelfde reply. En dan brachten die am voor koning Saul en hij zei voet, hij weer dreamproef, ik ben am fan. En maar de koning werd like, no, die besten kleine jong. En deze Goliath, die werd een man van krieg was, van klein op aan mes. En David zegt bloos, nee, ik heb even mijn voeder zijn schoep en kazen gezorgd. En wanneer du een leef er in boer komt, ik merk dit uit. Ik heb al de leef en de boer doodgemerkt. En ik word het te deze Philister ook doen. Wegen hij heeft jeng God gereed. Hij heeft jeng de armoeien van God gereed. En zo zal Leute am gaan. En we weten wat passiert. David de jat en de vet deze Philistine en hij gewaan ook. En hij kreeg ook de koning zijn dochter uit zijn vrije. Dat had een stuk gedeeld, maar hij kreeg dat ook, den reward. En zo, deze geschichten, als ik die even lezen doe, mijn Leute er nog zo even rein op vele steden. Wenn du wären in jeder Geschichte wären du Riesen und du wären großen, ja, ein Kampf, wo die mussten gegen fäden. Und du wären Menschen, die Angst hatten und bloß den Riesen gekickt hatten
En die hadden Angst naar je gekregen en die werden voetgerannt. En du werden in jeder Geschichte, als du ein Mensch, ein paar Menschen, wat ihren ab Gott hadden, en wat wist dat Gott met ent wird, en die jeng die Riesen, en die jeng die kampen, en die hadden ook gewonnen, en die hadden ook den reward gekregen, den Segen. En ik geloof, deze Geschichten kan we van deze dag nog uitleven. We kunnen van die leren van deze dag en dit ook doen. We van deze dag, we gaan ook reizen wat voor ons stonden. Die lopen een beetje anders van deze dag als die eerst einmal leiden. Van deze dag zijn het niet mensen, je mannen, maar een schwert. Van deze dag is dat vielleicht angst, dat kan vielleicht depression zijn, dat kan vielleicht anxiety zijn. Dat kan ergens wat zijn, wat voor ons staat. Ik weet niet wat voor jullie staat, ik weet bloos wat voor mij staat. En die riesen, die zijn groot. Van deze dag, die zijn nog immer zo groot als die dan weer. En de wereld wordt zijn, kijk naar deze riesen. Kijk naar wat hier ram staat. Hast die al deze riesen gezien? Hast die al gezien? De wereld wordt ons tijd over deze riesen verstaan. En ons zijn, kijk door aan. Die zijn alle wegen ram ons. Dat is schwierig. Aber we moeten onze ogen op God houden, wo onze hulp van herkommt. Wenn wir unsere Ohren auf Jesus halten und wir vertrauen auf ihn, dann können wir in diese Riesen kämpfen. Wir können gewinnen. Wir können die durchbringen. Und wir wollen die Segen kriegen, was du hängen ist. Als die mir früher zum hier so reden, du wirst ein großer Ries, was vor mir steht. Ein großer Ries von Angst. Und die muss ich kämpfen, dass ich bei dir komme. Ich sehe dann zu meiner Schwester, ich sehe, wenn dort, ich mache eine sehr gute Ursache kann, zum hier nicht reden von dir. Wenn es bloß wird wegen Angst, dann würde ich nicht näher sein, wenn das die einzige Ursache wird, was ich höre. Und was so wird das die einzige Ursache, was ich höre. Wegen Gott, ich fühle sehr klar in meinem Herz, dass Gott sagt, ja, gut, hoi auf mich, ja, aus dem Antwort. Aber dieser Ries, was vor mir stand, er sagt, nee. Er sagt, nee, die kostet nicht down. Die können so viele Dinge artig gehen, die kosten nicht mal Deutsch, was glaubst. Und verschiedenste Dinge. Und wenn ich bloß durch kicken dort, dann kriege ich eine große Angst. Und ich weiß nicht, wo ich das will. Aber ich möchte die Entscheidung nach Gott kicken. Ich weiß, dass er will was tun. Er will was tun durch mich. Und diese Ries muss fallen. Und so ich sage ja. Und ich sage, was hier gekommen. Laut nicht die Riesen, die treiben, von dort tun, was Gott will haben von mir. Gott hat jeder einer von uns eine Wort geraubt. Verschiedenste Guven, verschiedenste Guven haben wir. Und laut die Riesen, die nicht treiben. Wegen die wollen proben. Die wollen proben, die Angst zu bilden und die Zweifel zu merken und die Sorgen vorbringen. Laut die nicht die treiben, von dort tun, was Gott will haben von ihnen. Er ist gerade aus die Riesen sind. Und er hat die. Und er hat das alle in Kontrolle. Ich glaube immer so, ich sehe die letzte Person, die hier wird stehen. Wegen ich habe in meinem Leben so mit Leuten gedealt. Ich hatte immer Angst, bloß gut so mit Menschen vertrauen. Und dann ist es das. Hier vor alle Menschen.
wat verbringen. Aber Gott hat andere Plan für mich. Und die Reise will wir bloß drei haben. So tun, ich glaube, ich weiß, Gott will vielleicht mich hier haben, zu dit tun. Und so ich dachte so, nein, die wird blöd sein, die wird das nicht. Ich war diesen Reise für sagen. Aber das habe ich nicht geschafft. Early on in dit Jahr, dat wir vielleicht Mordsram war, ich fang an, ein bisschen worried zu sein, wegen alles, was anjängt. Du wirst alles Arten nicht, du wirst Krankheiten, alles ging tau, die News, die wird bloß immer negativ, die wird never was findet an der News. Und ich fang an mit Sorgen. Ich weiß nicht, was es noch gut worden mit dit Jahr. Und wegen alles, was Raum wird, nicht. Und ich kick dann, die tit so viel mit den News. Und da wird vielleicht nicht so viel jedoch. Und ja, ich fang an zu sorgen und ich weiß nicht, was es noch gut worden. Und ich saß auf unserer Bank, Cheese, und auf einmal dann Gott mir ein Bild. Und das Bild wird das. Ich stehe da. Und du wird Wutter alle wegen Rami. Und du wird ein großer Wal. Und du wird ein Sturm. Also du wird Säure an Sachen, wo ich dann stand. Und auf einmal stand Jesus vor mir. Und er kijkt mich in die Augen an. Und er sagt zu mir bloß das wird so was einfach ist. Er sagt, kick to me. Hold deine Augen auf mich. Just look at me. Don't look down. Würden die sagen. Don't look down. Kick nicht rum, kick to me. Und mir hilft das so eine große, I don't know, Relief oder Friede oder bloß nicht fühlt ich mich wahre Sache. Wenn ich weiß, dass man all das, was rum mich hängt, ich kann Jesus kennen. Und er wird tun für mich. Und er kann, und er tut mich helfen. Und das bedeutet nicht, was rum uns jetzt, wenn wir wollten, wer uns Gott ist. Und dort erinnert mich, da wird eine Ding, was sehr wichtig für mich wird. Ich habe in Tit ever gedacht von da an, aber nie. Und dort wegen ich diesen Mensage bringen hier finde. Und dort erinnert mich von der Geschichte in der Bibel von Petrus, wo er auf die Wutter ging, in Jesus. Und viele Menschen, viele würden sagen nicht, dass er fängt an, Dinge zu tun, wegen er fängt an zu zweifeln. Und für mich, er fängt an zu zweifeln, wegen er kijkt nicht mehr in Jesus. Er fängt an, nach der Wahlen zu kicken, was Raum am Viren. Dann fängt er an zu zweifeln. Dann fängt er an, Dinge zu tun. Solange wir bloß nach den Wahlen kicken, nach den Riesen kicken, wo Raum uns sind, dann wollen wir vielleicht zweifeln, dann wollen wir vielleicht Angst kriegen, Angst haben. Wir warten, wie nach Jesus kicken, dann wollten wir, dass wir sind sicher, dass nichts kann jeng uns tun, wegen uns Gott steht mit uns. So wo sind unsere Augen von now? Wo kicken wir hin? Kicken wir hin nach den Riesen, kicken wir hin nach den Wahlen, nach den Sturm, was um uns ist? Oder kicken wir nach Jesus? Hört mich nicht dort, was die Welt sein wird, was alle wegen Raum geht, oder
hart bedeuten, was Jesus sagt von uns. Was heute sagt, wer wir sind. Eine Wort kick wie, eine Wort harch wie. Ich glaube, viele Mal, das soll leicht von irgendwas Negatives vertalen, wegen das alle wegen, nicht? Das alle wegen an der News und das passiert alle wegen rum uns. Aber ich glaube, wenn wir würden kommen und von Jesus vertalen, uns würde die Dinge lang nicht so schwierig sein. Das würde nicht so dies da looten. Wenn wir, jedes Mal, wenn wir von das Negative vertalen, wenn wir würden dann Leute von Jesus vertalen, ich glaube, wir würden viel Mut haben und so stark worden. Und wollten dort, even wenn ich hab, even ein Rohr dreht und weiß nicht was alles, dass wir sind sicher. Wir haben uns König, wir haben uns Gott mit uns. Und was kann jeden anstehen? Wir haben diese ganze Bibel hier von Dingen, was heute tun hat, und wir haben das selbst belebt in unserem Leben, was heute tun hat. So warum zweifeln wir nicht, dann noch immer? Heute ist der Gott, was von Tod abstimmt, was die Menschen heilen tut, was so viele Wunder tut, was kann jeden anstehen, was kann jeden anstehen, wenn heute mit uns ist. So, ich will Ihnen Mut geben, Mut zu sprechen, zum Arm kicken. Kicken Sie nicht Ihnen an, bringen Sie nicht Ihnen, es ist keine Angst, es ist kein Zweifel. Wenn du kicken das, dann bist du sicher.